Hi, willkommen in unserem Gitarrenquiz. Teste dein Wissen und finde heraus, wo du stehst. Es gibt 10 Fragen rund um die Gitarre. Du hast jeweils 15 Sekunden Zeit, diese Fragen zu beantworten oder halt mehr, wenn du auf Pause drückst. Zum Schluss wird dir die richtige Antwort angezeigt. Mach dir Notizen, wie viele Fragen du richtig beantwortet hast und schreib es unten in die Kommentare. Am Ende des Videos gibt es eine kleine Auswertung. Viel Spaß mit dem Quiz. Ich bin der Norman von Guitar School und führe dich durch dieses kleine Quiz. Bereit? Wir kommen zur Frage 1. Wie heißen die Saiten der Gitarre von hoch nach tief? Eine kleine Aufwärmrunde. E, A, D, G, H, E, E, D, E, F, G, A, E, H, G, D, A, E oder Hans-Peter Ute. Ja, achte auf den Hinweis von hoch nach tief. Los geht's. Die Saiten der Gitarre heißen von hoch nach tief E, H, G, D, A, E. Ein hungriger Gitarrist darf alles essen. Hast du es gewusst? Schreib dir einen Punkt auf. Wenn das noch nicht ganz klar war, die Töne der Gitarre findest du unten gratis zum Download. Nächste Frage. Aus welchen Tönen besteht der C-Dur-Akkord? Etwas Musiktheorie. C, E, G, C, Fis, E, C, V, F oder G, H, C. Wieder 15 Sekunden Zeit, los geht's. Der C-Dur-Dreiklang setzt sich aus den Tönen C, E und G zusammen. Also Antwort 1. Wir haben hier das C, 5. Seite, 4. Seite E und G. Unser Dreiklang. Leicht zu merken an der schönen blauen Donau. Dann auf der Seite 2 wiederholt sich das C und das E wieder. Nächste Frage, Frage 3. Von einem Bund zum nächsten haben wir auf der Gitarre einen Viertelton, einen Halbton, einen Ganzton oder einen K-Ton. Von einem Bund zum nächsten, 1, 2, befindet sich natürlich ein Halbton auf der Gitarre, wie am Klavier von Taste zu Taste. Das sind unsere Halbtöne in unserem Tonsystem. War's richtig? Gratulation. Weiter geht's. Der Zeigefinger der Greifhand wird bezeichnet als Finger 3, schlimmer Finger, Finger 1 oder Finger 5. Die Finger der Greifhand werden durchnummeriert, das heißt der Zeigefinger Finger 1, Mittelfinger Finger 2, Ringfinger 3 und der Finger 4. Daumen befindet sich hinten am Griffbrett. Das hat den Sinn, dass man sofort weiß, mit welchem Finger gespielt werden soll. Wir haben auf der Gitarre verschiedene Möglichkeiten, unsere Töne zu greifen, wie du weißt. Weiter geht's mit der nächsten Frage. Die Finger der Zupfhand werden wie bezeichnet? P-U-M-A 1, 2, 3, 4, P-I-M-A oder X-Y-Z. Die Finger der Zupfhand werden mit den Buchstaben P, Daumen, I, Zeige, M, Mittelfinger und A, der Ringfinger, bezeichnet. Das macht Sinn bei komplexen Zupfmustern, zum Beispiel, dass sofort klar ist, mit welchem Finger gezupft werden soll. Nächste Frage.
Wie heißt die Saite 3 auf der Gitarre? Die D-Saite, E-Saite, H-Saite oder G-Saite? Wenn man die Saiten der Gitarre kennt, sollte man wissen, von wo wird die Gitarre durchnummeriert. Von der höchsten zur tiefsten oder von der tiefsten zur höchsten. Die Gitarre wird von der höchsten Saite bis zur tiefen E-Saite durchnummeriert. Saite 1, 2, 3, 4, 5, 6. Das dient einfach zur Orientierung. Wenn du irgendwo in den Noten eine Zahl siehst, die mit einem Kreis umrundet ist, heißt das meistens, das ist die Saite. Bei den Tabs, die Leerseiten, werden mit 0 angegeben. Weiter geht's mit der nächsten Frage. Welche Gitarre ist hier abgebildet? Eine Western-Gitarre? Ist das eine Luftgitarre? Ist das eine Konzertgitarre oder eine E-Gitarre? Ich bin mir sicher, das war ein Punkt für dich. Das ist natürlich eine Konzertgitarre. Man erkennt sie an den Nylon-Saiten und an der typischen Form. Man sollte auf die Konzertgitarre niemals Stahlsaiten einer Western-Gitarre aufziehen. Umgekehrt ist es noch möglich, aber die Gitarre ist der Saitenspannung der Stahlsaiten nicht gewachsen. Weiter geht's. Steht ein Kreuz vor der Note? Oder wie mich neulich eine Schülerin gefragt hat, Norman, was macht dieses Hashtag vor dem F? Steht ein Kreuz vor der Note, spielen wir sie einen Ganzton höher, einen Halbton tiefer, leise an oder einen Halbton höher. Durch dieses Kreuz, das nennt sich Versetzungszeichen oder auch Vorzeichen, spielen wir die Note um einen Halbton höher. Das F wird zum Hashtag F, zum Fis. Nächste Frage. Aus wie vielen Tönen besteht die Pentatonik? Aus 5 Tönen, aus 6 Tönen, aus 8 Tönen oder aus unendlich vielen? Das waren jetzt viele Töne, die Pentatonik, Penta 5 besteht aber aus 5 Tönen. Hast du es gewusst? Weiter geht's zur nächsten Frage. Unsere letzte Frage, bevor wir zur Bonusrunde kommen. Eine gewöhnliche Stimmgabel hat welchen Ton? Grundton E, Modellierton D, den Kammerton A oder den Orgelton C? Die gute alte Stimmgabel, die ausgedehnte Stimmgabel, muss man schon fast sagen, mit dem Kammerton A. Nach dem Ton A wird auch das Orchester gestimmt. Dort gibt meistens die Oboe den Ton A an. Weiter geht's mit der Bonusfrage. Unsere letzte Frage, wenn du jetzt noch nicht 10 Punkte hast mit dieser Frage, kannst du sie dir holen. Zum Profi. Die Auswertung gibt's gleich. Die Frage: Finde den Fehler. Es ist alles gut hier. Die Finger sind eindeutig zu lang. Die falschen Töne werden gegriffen. Oder sie greift hinter dem Capo. Dieses Foto entspringt einer wahren Begebenheit. Natürlich greift man vor dem Capo, sonst macht das Ganze ja keinen Sinn. Wie ist es dir gegangen im Quiz? Schreib es mir unten in die Kommentare, wie viele Punkte hast du erreicht? Bei welcher Frage hast du dir schwer getan? Wenn du in der Musiktheorie noch etwas Nachholbedarf hast, unten im Link findest du alle absoluten Basics auf der Gitarre. Gratis zum Download.
Schau auch auf guitarschool.at, dort findest du weitere tolle Inhalte. Wenn dieses Video 1000 Daumen nach oben bekommt, droppe ich das nächste Video mit dem Bilderquiz rund um die Gitarre. Ich wünsche dir also viel Spaß. Ich hoffe, du hast was gelernt bei dem Quiz. Wir sehen uns. Dein Norman von Guitar School.